Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Unwetterkatastrophe hat in der vergangenen Nacht die japanische Stadt Nagasaki heimgesucht. Sintflutartige Regenfälle überschwemmten die Stadt. Bislang wurden 135 Menschen tot geborgen. Nagasaki gestern Nacht. Durch die Wolkenbrüche strömten die Wassermassen in einer Flutwelle in die Innenstadt. Sie riss Menschen, Häuser und Autos mit sich fort. Innerhalb von 3 Stunden fiel hier mehr als ein halber Meter Regen pro Quadratmeter. Es war die zweitstärkste jemals in Japan gemessene Niederschlagsmenge. So sahen die Straßen aus, nachdem die Wassermassen teilweise abgelaufen waren. Überall beschädigte Gebäude und Autowracks. Erdrutsche rissen an den Hängen zahlreiche Häuser in die Tiefe. Noch immer suchen Rettungsmannschaften nach Verschütteten. Nach Angaben der japanischen Polizei werden 194 Menschen vermisst. Mindestens 107 seien noch unter der Schlammlawine begraben oder in Häuserruinen eingeschlossen. Inzwischen gehen die Überschwemmungen weiter zurück. Östlich der Hafenstadt Basra haben sich in der vergangenen Nacht irakische und iranische Truppen heftige Kämpfe geliefert. Nach Darstellung aus Bagdad wurde erneut ein iranischer Großangriff blutig zurückgeschlagen. Teheran behauptet, dass man bei guerillaartigen Überfällen tief in die feindlichen Linien eingedrungen sei und dem Gegner schwere Verluste an Menschen und Material bereitet habe. Der iranische Außenminister Mousavi sagte heute im Rundfunk, Iran sei mit dem Vermittlungsangebot Algeriens im Golfkrieg einverstanden. Allerdings müssten die Bedingungen Teherans für eine Beendigung des Krieges vom Irak vollständig erfüllt werden. Westbeirut wurde auch heute wieder von israelischen Flugzeugen bombardiert. Den Angriffen war, nach Berichten der Israelis, ein 2-stündiges Artilleriegefecht mit den Palästinensern im Bereich des Flughafens vorangegangen. In der Nähe der Landebahnen stehen sich palästinensische und israelische Verbände in kurzer Entfernung gegenüber. Bei den Kämpfen der vergangenen Tage sollen nach PLO-Angaben über 100 Zivilisten getötet oder verletzt worden sein. Die Krankenhäuser in Westbeirut sind nicht mehr in der Lage, alle Opfer aufzunehmen. Die libanesische Regierung hat heute eine Verlegung der in Westbeirut eingeschlossenen PLO-Kämpfer nach Nordlibanon abgelehnt. Premierminister Wassan sagte nach einer Kabinettssitzung, der Libanon fordere, dass die Palästinenser ohne Zwischenstation in ein Gebiet außerhalb des Libanon abziehen. Von dieser Entscheidung habe man den amerikanischen Nahostunterhändler Habib unterrichtet. Dieser ist zurzeit in der saudi-arabischen Hauptstadt Jeddah, wo er sich bemüht, ein Aufnahmeland für die Palästinenser zu finden. Auf seiner Vermittlungsmission wird Habib noch nach Ägypten und Israel kommen. Kritik an der amerikanischen Liefersperre im Zusammenhang mit dem Erdgasröhrengeschäft hat heute der deutsche EG-Kommissar Najes, CDU, geübt. Im Geschäft mit der Sowjetunion, so Najes in der Mainzer Allgemeinen Zeitung, könne kein Nachgeben der Europäer erwartet werden. Sonst würde ihre Glaubwürdigkeit als Partner internationaler Wirtschaftsbeziehungen in Frage gestellt. Najes wandte sich vor allem gegen die einseitige Ausweitung von Sanktionen auf ausländische Firmen, ohne vorher mit den Verbündeten darüber gesprochen zu haben. Der CDU-Politiker forderte deshalb einen, wie er es nannte, umfassenden Konsultationsmechanismus im europäisch-amerikanischen Verhältnis. Die Außen- und die Wirtschaftsminister der Europäischen Gemeinschaft beschlossen heute in Brüssel, im Stahlstreit mit den USA weiterhin einheitliche Positionen einzuhalten, trotz unterschiedlicher Interessen. Die EG-Kommission erhielt den Auftrag, für alle Mitglieder die Verhandlungen mit Washington zu führen. Die US-Regierung hatte ein Angebot der Europäer, die Stahleinfuhren in die USA freiwillig zu verringern, als unzureichend abgelehnt. Die deutsche Delegation hatte sich bereit erklärt, die Stahlverkäufe auf dem Vorjahresstand einzufrieren. Die USA haben damit gedroht, die europäischen Stahlexporte mit hohen Sonderzöllen zu belegen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Gewerkschaften werden nach den Worten des DGB-Vorsitzenden bereit, künftig gegenüber der Bundesregierung eine härtere Gangart einschlagen. Breit erklärte im Bayerischen Rundfunk, die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse hätten sich nicht so entwickelt, dass alles so weitergehen könne wie in den vergangenen 20 Jahren. Wörtlich fügte er hinzu, die Verhältnisse sind nicht so, dass das in nächster Zeit besonders friedlich zugehen könnte. Die Wettervorhersage: abends und nachts im Nordosten klar und trocken, sonst örtlich Regen oder Gewitter, tiefste Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr.